Hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch ganz gerne unser N-Cube Starter-Set Dickfix vorstellen. Starter-Set Dickfix ist für sehr viele Ameisenarten geeignet. Wir bieten das in den Standardgrößen SML an, das heißt mit den Plattenabständen von 6 mm, 10 mm und 20 mm. Das Besondere daran sind die Dickfix-Platten, die in eine komplett durchsichtige Ameisenfarm eingeschoben werden. Hier können sich die Ameisen selber Kammern und Gänge nach eigenen Bedürfnissen anlegen. Diese Kammern und Gänge stürzen nicht ein und sind für den Ameisenhalter sehr gut einsehbar. Die Dickfix-Platten können je nach Ameisenart trocken ohne Befeuchtung verwendet werden. Sie sind aber auch feuchtigkeitssaugend bzw. speichern auch die Feuchtigkeit und sind daher auch für Arten aus feuchten Habitaten geeignet. Selbst Arten, die im Totholz oder im Kork ihre Nester bauen, nehmen die Dickfix-Platten gerne als alternative Nestbaumöglichkeit an. Zunächst einmal haben wir hier die Arena, das ist der Auslaufbereich für die Tiere. Hier können die Tiere sich dann halt mit Wasser und Nahrung versorgen, aber auch ihre Abfälle aus dem Nestbereich platzieren. Die Arena ist mit einem Ausbruchsschutzrahmen sowie einer Glasabdeckung für herausnehmbare Stopfen versehen. Hier können später auch andere Module für die Klimaregulierung eingesteckt werden. Als Farm verwenden wir in unserem Beispiel die Größe M 20×20 mit einem inneren Plattenabstand von 10 mm. Die es je nach Wahl des Sets noch in den Größen S mit 6 mm oder der Größe L mit 20 mm des inneren Plattenabstandes gibt. Um die Ameisenfarm mit der Arena zu verbinden, haben wir hier diesen transparenten Schlauch, der über einen Beckenschlauchverbinder an die Arena angeschlossen wird. Dann gibt es hier noch den Bodengrund Sandlehm-Beige, mit dem man den Arenaboden leicht beschichtet. Weiteres Zubehör ist zum Beispiel ein Thermohygrometer zum Ablesen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, das Ausbruchsschutzöl sowie ein Schwamm, um das Ausbruchsschutzmittel am Rahmen aufzutragen. Standardfuttermittel für die gängigen Arten, Tränke, Futterspender. Haben wir hier noch eine Lupe, um sich die Ameisen halt im Detail auch nochmal anzuschauen. Eine Federstahlpinzette zum Greifen der Tiere, ohne sie zu verletzen. Kunststoffpinzette zum Greifen fester Objekte oder Abfälle sowie eine Pipette zum Befeuchten. Dann gibt es hier noch die Stopfen 50 mm für die Abdeckung und ein 27 mm Stopfen für die Ameisenarena und eine Kappe für die Seite der Ameisenfarm. Eine rote Abdeckfolie, die den Ameisen ein Untertagegefühl bietet, und natürlich die Dickfix-Platte. Zunächst einmal befüllen wir die Arena mit dem Bodengrund Sandlehm-Beige. Dabei ist zu beachten, dass wir nur eine hauchdünne Schicht von 1 bis 2 mm einfüllen. Bei zu viel Bodengrund besteht die Gefahr, dass die Tiere sich dann in die Arena und nicht in die dafür vorgesehene Farm, also den Nestbereich für die Tiere, dann einziehen. Wenn der Bodengrund zu trocken und staubig ist, sollte dieser befeuchtet werden. Jetzt schieben wir vorsichtig die Dickfix-Platte in die Ameisenfarm. Dieses sollte sehr langsam und vorsichtig erfolgen, da das Material sehr brüchig ist. Jetzt verschrauben wir den Beckenschlauchverbinder in die seitliche Öffnung der Arena. Dann wird der Schlauch in den Verbinder eingesteckt und mit der Würgeschraube vorne fest verschraubt. Dann schieben wir das andere Schlauchende auf die Anschlussbuchse der Farm, um diese mit der Arena zu verbinden. Mit dem einzelnen 27 mm Stopfen und der Kappe verschließen wir die noch vorhandenen Öffnungen an der Arena und der Farm. Nun befüllen wir die Tränke mit Wasser und geben Futter in den Futterspender. Diese platzieren wir in den vorderen Bereich der Arena. So kann man am besten kontrollieren, ob die Tränke leer ist, genug Futter vorhanden ist oder der Futterspender eventuell gereinigt werden muss. Wenn die Arena soweit fertig eingerichtet ist, befestigt man das Thermohygrometer an der Rahmenunterseite. Dazu löst man die Schutzfolie der Klebefläche. Achtet darauf, dass das Thermohygrometer an der Rahmeninnen nicht an der Außenkante befestigt ist, sonst passt der Rahmen nachher nicht mehr auf die Arena. Achtung, es gibt wirklich nur einen Klebeversuch, da der Kleber extrem gut hält und schwer abzulösen ist. Den Rahmen bestreichen wir jetzt mit dem Ausbruchsschutzöl. Dazu kann man unseren mitgelieferten Schwamm verwenden oder ihr nehmt ein Haushaltstuch oder euren Finger zum Auftragen. Wichtig ist, dass man wirklich nur einen sehr dünnen Film aufträgt. Wenn dieser zu dick aufgetragen wird, kann es halt sehr unschön aussehen oder es kann sogar auch schädlich für die Tiere sein. Theoretisch ist die Anlage jetzt schon sicher, also so, dass keine Tiere entweichen können. Um ganz sicher zu gehen, haben wir noch eine Glasabdeckung, bei der 2 austauschbare Einsätze eingesteckt werden.
Je nachdem, welche Ameisenart für das Set vorgesehen wird, kann das Nest auch befeuchtet werden. Dazu entfernt man kurz die Kappe der Ameisenfarm und gibt ein paar Tropfen Wasser über eine Pipette in die Farm. Bei der Erstbefüllung ohne Tiere kann man dazu auch den Farmdeckel einfach abnehmen. Achte darauf, dass keine Abfälle oder Futterreste der Tiere im dauerfeuchten Bereich lagern, da diese dann eventuell zur Schimmelbildung führen. Hier sollte dann einfach der andere Bereich befeuchtet werden. Jetzt ist das Set soweit fertig eingerichtet und wir können eine passende Kolonie einsetzen. Wenn die Arena oben geöffnet ist, öffnet man vorsichtig das Neströhrchen mit den Tieren und legt diese langsam in die Arena. Die Ameisen können jetzt ihr neues Zuhause erkundschaften und sich schon mal mit dem Futter versorgen. Am Anfang kommt es häufig vor, dass die Tiere ihr Neströhrchen mit dem herumliegenden Bodengrund verschließen. Das liegt daran, dass die Tiere ja nicht wissen, dass sie alleine in der Anlage sind. Es könnten ja irgendwelche anderen Tiere, Fressfeinde, die Ameisen attackieren. So zumindest fühlen sich die Ameisen jetzt erst einmal sicher. Damit die Tiere ihre Kammern und Gänge schön an der Vorderseite der Farm bauen, empfehlen wir hier einfach eine rote Folie zu verwenden. Dadurch haben die Tiere dann ein Untertagegefühl. Je nach Ameisenart bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Klimaregulierung an, die über die Öffnung der Abdeckung integriert werden können. Wie zum Beispiel Beleuchtung, also damit kann man ja auch was erwärmen, Befeuchtungsnebler, Lüfter zum Entfeuchten oder Kühlen der Anlage und so weiter. Oder man kann auch eine Heizmatte auf die Arena-Rückseite platzieren. Ja, wenn die Tiere dann ausgezogen sind, dann könnt ihr das Neströhrchen natürlich auch wieder rausnehmen. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.